Willkommen zum Holy Home Podcast, der Eigenheim-Podcast für alle, die bauen, kaufen oder sanieren wollen. Mit Anna Niedermeier. Hallo zur neuen frischen Folge beim Holy Home Podcast. Schön, dass du wieder reinhörst. Wie ihr vielleicht schon wisst, gibt es in meinem Podcast so 3 Rubriken. Das eine ist so das Thema Geld und alle Fachthemen rund um das Thema Immobilien. Dann aber auch den Bereich Leben und eben auch Home Stories, also echte Geschichten zu dem ganzen Thema Eigenheim. Ja, und heute wollte ich mal wieder ein Interview machen zum Thema Leben. Denn neben diesen ganzen fachlichen Dingen gibt es eben auch noch ganz spannende Themen, die sich auf unsere Beziehung oder eben auch auf unsere Persönlichkeit auswirken. Und heute schauen wir uns mal genauer an, wie verändert eigentlich ein Eigenheim unsere Persönlichkeit? Ja, und dazu ist meine heutige Gästin die Journalistin und Autorin Kerstin Bund von der Süddeutschen Zeitung. Die hat nämlich genau eine solche Transformation erlebt und hat in ihrem Essay Mein Haus, mein Garten, mein neues Ich eben mit ganz viel Humor beschrieben, wie sich Menschen eben durch den Kauf eines Eigenheims, ich sag mal Klammer auf, in bestimmten Wohnsituationen dann eben auch verwandeln, ohne dass sie es vielleicht sogar merken. In der heutigen Folge erfahrt ihr, warum man plötzlich Stammgast im Baumarkt wird und lieber Heimwerker-Videos schaut statt Netflix, wieso der eigene Garten eigentlich gar keine Entspannung bedeutet, so wie man sich das davor vorstellt, und wie sich Gesprächsthemen mit Nachbarn und Freunden auf einmal komplett verändern. Ja, und wir diskutieren, ob man als Eigenheimbesitzer wirklich spießiger wird oder ob das alles nur ein Klischee ist. Zum Schluss verrät uns Kerstin auch noch einen überraschenden Zusammenhang zwischen Stadtplanung und Gesellschaftsstrukturen und warum der Traum vom Eigenheim vielleicht gar nicht so individuell ist, wie wir uns das eigentlich manchmal denken. Ja, heute müssen wirklich alle die Ohren spitzen, die überlegen, in einem Eigenheim zu leben. Und deshalb freut euch auf eine wunderschöne Folge mit Kerstin Bund. Also, los geht's! Also, ich begrüße heute Kerstin Bund. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst. Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Kerstin ist langjährige Journalistin und war lange bei der Zeit und jetzt bei der Süddeutschen Zeitung. Und ich habe dein Essay gelesen, Mein Haus, mein Garten, mein neues Ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schallend gelacht. Ich fand das so cool, wie du das pointiert auf den Punkt gebracht hast. Und ja, weil es geht ja darum, wie man sich eben durch sein Eigenheim eben auch persönlich verändert. Und ich freue mich drauf, dass wir heute diese Metamorphose mal so ein bisschen besprechen können, die du da beobachtet hast. Und am Ende möchte ich mit dir auch noch die Frage klären, werden wir damit auch wirklich zum Spießer? Ist es so? Also schön, dass du dir Zeit nimmst. Vielen Dank, Anna, für die Einladung. Zum Einstieg würde mich natürlich erstmal interessieren, wie kam es eigentlich zu dieser Idee, dass du diesen Essay geschrieben hast? Ja, also ich arbeite ja für die Süddeutsche Zeitung und bin dort im Wirtschaftsressort, und wir haben uns überlegt, dass wir gerne einen Schwerpunkt zum Thema Immobilien machen möchten. Und wir wollten jetzt nicht irgendwelche Texte zu Immobilien schreiben, sondern wir haben uns erstmal überlegt, für wen wollen wir diese Texte schreiben. Also wir haben zunächst mal eine Zielgruppe definiert und haben dann ausgehend von dieser Zielgruppe überlegt, was hat denn diese Zielgruppe eigentlich für Bedürfnisse. Wir nennen das User Needs, um so ein bisschen zielgruppenspezifischer tatsächlich unsere Texte auszurichten. Und da hat sich relativ schnell so herauskristallisiert, dass die Menschen, die sich mit Immobilien beschäftigen, häufig so zwischen 30 und 45 Jahre alt sind, dass sie einem eher urbanen Milieu angehören, dass sie vielleicht kurz vor oder sogar mitten in der Familiengründung sind. Und in diesem Fall, weil wir auch so ein bisschen den Vergleich machen wollten, mieten oder kaufen, was ist denn nun besser, dass sie also auch einkommensstark genug sind, um über die Frage mieten oder kaufen nachdenken zu können. Also ich denke, die Überschneidung mit deinen Hörerinnen und Hörern ist hier relativ groß. Ja, ich glaube auch. Genau, und ich habe gemerkt, ich gehöre selbst eben auch zu dieser Zielgruppe. Wir sind vor 4 Jahren selbst ins Eigenheim gezogen, in eine Doppelhaushälfte am Stadtrand. Davor haben wir, wie sehr viele junge Familien, in der Innenstadt gewohnt, sehr zentral. Und die Wohnung wurde dann, als unser 3. Kind zur Welt kam, allmählich zu klein. Ja, und dann haben wir das gemacht, was eben sehr viele in dieser Lebensphase tun. Wir sind rausgezogen, gab es die Diskussion. Mein Mann wollte unbedingt noch im Stadtgebiet bleiben. Ich wäre
auch weiter rausgezogen. Naja, auf jeden Fall haben wir uns am Ende auf den Stadtrand von München geeinigt. Wir wohnen da jetzt im Nordwesten in Allach unter Menzing. Ja, und da ist mir eben aufgefallen, dass wir jetzt in einer Siedlung leben mit sehr vielen Einfamilien- oder Doppelhäusern. Und die meisten werden auch von Eigentümern und Ah Eigentümerinnen ja, bewohnt, ja. ja. Und da habe ich gedacht, na ja, so ein Leben in der Eigenheimsiedlung ist doch ein bisschen anders als das Leben in einer Siedlung, die aus lauter Mietwohnungen besteht. Und ja, und da habe ich an mir persönlich eben festgestellt, dass es das mit dem Einzug ins eigene Haus ja, wie soll ich sagen, so eine allmähliche Wesensveränderung einsetzt. Also so eine schleichende charakterliche Verwandlung, die ich nicht nur an mir, sondern eben auch an meinen Nachbarinnen und Nachbarn festgestellt habe. Und das habe ich mal versucht, in so einem bisschen lakonischen und auch selbstironischen Ton einmal aufzuschreiben. Ja, und das ist dir auch wirklich gelungen. Den Artikel verlinke ich auf alle Fälle in den Shownotes, weil ich fand den wirklich sehr amüsierend. Aber darauf will ich jetzt auch ein bisschen mit dir eingehen, über diese Veränderung. Und zwar hast du ja da 5 große Erkenntnisse oder Thesen entwickelt, wie sich die Persönlichkeit in der Zeit eben so verändert. Und eines davon ist eben, dass du schreibst, dass man zwangsläufig zum Heimwerker wird und ständig im Baumarkt unterwegs ist. Und es ist in der Tat so, dass ich natürlich auch erst letzte Woche mal wieder beim Obi war. Warum ist es so? Also warum wird man zwangsläufig zum Heimwerker? Also ich habe festgestellt, dass mit dem Einzug ins Eigenheim oft schlagartig so ein bis dahin, wie soll ich sagen, unbekannter Drang zur Heimverschönerung einsetzt. So habe ich das in meinem Essay genannt. Mhm. Und dieser Drang funktioniert ein bisschen wie ein Juckreiz. Also je mehr man ihm nachgibt, desto stärker wird er. Ähm, und es ist irgendwie so, also ich gebe mal ein Beispiel. Als wir in unserer Mietwohnung gewohnt haben, da hatten wir 'n ganz okayes Bad, sage ich mal, weiß gefliest, und das hatte irgendwie so 'ne ganz hässliche Abschlussleiste, so 'ne Bordüre, die irgendwie so, ja, so ganz, grell gelb war. Und mein Mann und ich, als wir da einzogen, dachten wir: „Wie hässlich ist das denn? Wer sucht denn solche Fliesen aus?“ Aber spätestens eine Woche später war das kein Thema mehr, weil es ist ja nicht unsere Wohnung gewesen, es war 'ne Mietwohnung. Wir haben das einfach so akzeptiert, ja? Wir hätten's anders gemacht, aber so ist es jetzt halt. Und im Eigenheim ist es anders. Da kommt irgendwie jeder Winkel auf den Prüfstand. Also man fragt, ja, würde nicht vielleicht ein Wanddurchbruch im Esszimmer die Küche nicht viel wohnlicher machen? Oder sollte man das Laminat nicht zumindest im Esszimmer und im Wohnzimmer durch Echtholz ersetzen? Oder ach, so ein offener Kamin im Wohnzimmer, das ist doch auch total gemütlich. Also man überlegt viel mehr, was man gestalten kann, weil man natürlich die Freiheiten auch dazu hat. Ja, und dann kommen natürlich die Kosten ins Spiel. Man ist ja häufig, das, was die Amerikaner House Poor nennen. Man besitzt zwar Eigenheim, aber ist sonst hoch verschuldet. Und, ja, und um die Kosten einigermaßen im Zaum zu halten, ja, dann muss halt die Eigenleistung steigen. So, und jetzt komme ich wieder zum Baumarkt. Man pilgert also als Hausbesitzerin, als Hausbesitzer in den Baumarkt. Man kauft sich allerlei Gerät, von Arbeitshandschuhen über Schutzbrille, Hammer, Zange, bla bla bla. Manche, je nachdem, wie groß das heimwerkliche Selbstvertrauen ist, legen sich auch noch das ganz große Gerät an. Ja. Pickel, Winkelschleifer, Schlagbohrmaschine, haben wir alles in unserem Gartenschuppen stehen. Wir Selten auch. benutzt, aber wir haben es. Ja, und die große Gefahr bei der Heimveredelung ist die meiner Meinung nach, wenn man erst mal anfängt, es sich an einer Ecke schön zu machen, also ich spreche jetzt von Ja, Bestandsimmobilien, ja. dann wird der Kontrast zu den weniger schönen Stellen umso augenfälliger, ja? Also, wenn man anfängt, das Erdgeschoss zu renovieren, dann merkt man plötzlich: „Oh, jetzt passen die Teppichleisten und die Lichtschalter, ja, ganze Türen und Fenster im Obergeschoss gar nicht mehr zu denen im Erdgeschoss.“ Ja, Also plant man natürlich, sobald es die Liquidität wieder halbwegs erlaubt, das ja. nächste Umgestaltungsprojekt. Und Das wenn man stimmt. glaubt, dass man nach jahrelangem Ummodeln endlich fertig ist, dann fängt man halt wieder von vorne an. So, und ich glaube, das ist etwas, was Mieter und Mieterinnen so nicht kennen, weil, wie gesagt, man nimmt es einfach als Tatsache hin, dass die Mietwohnung so geschnitten ist, so gestaltet ist, wie sie ist. Natürlich kann man durch Einrichtung und Möbel und so weiter viel machen, aber ja, im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung, da wird man doch noch ein bisschen anspruchsvoller, glaube ich. Ja, das stimmt. Also ästhetisch auf alle Fälle und ich glaube, das wird auch durch Instagram und auch so 'n bisschen befeuert, weil man automatisch oder
man landet irgendwie ja zur Inspiration, was man so machen könnte bei Instagram in so einem Algorithmus und der bespielt einen ja immer wieder mit frischen Ideen, was man noch so alles machen könnte und Genau. was noch alles so schön ist und denkt sich so, ach ja, stimmt, dies oder jenes könnte man auch noch machen. Genau. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch so ein bisschen mehr Verantwortung und Pflichten, die jetzt auch, sage ich jetzt mal, zu Themen, die vielleicht jetzt nicht nur ästhetisch und schön sind. Und dann genau leite ich euch gleich mal über. Es geht um diese Heimwerker-Tutorials. Also das eine ist ja die Verschönerung, das andere ist aber dann auch, wenn man irgendwie mehr Pflichten hat, die man erledigen muss. Und zwar hast du geschrieben, was ich auch sehr witzig fand, dass eben die Freitagabende eben nicht mehr Netflix gehören, sondern dass man sich eben gemeinsam Heimwerker-Videos anschaut. Und in der Tat Auch war schon das, mal gemacht? ja, in der Tat war das bei uns eben jetzt eben vor 3 Wochen, kurz vor Weihnachten, haben wir festgestellt, dass da, wo unser Christbaum steht, die Heizung nicht ordentlich funktioniert. Und wir standen dann wirklich vor dieser Therme mit YouTube-Kanal und haben überlegt, wie wir dieses Fissmann-Gerät, wie wir diesen Druck von diesem Heizkessel wieder ordentlich hinkriegen. Und genau, und da habe ich wirklich super gelacht und das ist eben, glaube ich, eher aber auch so nicht nur Verschönerung, sondern auch so man hat ja auch mehr Pflichten, sonst würde man ja einfach die Hausverwaltung Mhm. anrufen. Mhm. Und die Frage ist jetzt nur, warum macht man das alles immer gleich selber? Also wieso ruft man nicht einfach einen Handwerker da? Wieso macht man das auch gleich wieder mit Tutorials? Ich weiß nicht, ist das Mhm. so ein Mhm. bisschen das Kontrollgefühl oder weil man Geld sparen Mhm. will? Da Mhm. liegen wahrscheinlich auch unterschiedliche Motive dahinter. Mhm. Erst mal die Frage, hat's geklappt mit der Heizung? Habt ihr sie reparieren können? Ne. Da bin ich Also ja beruhigt, weil ich bin neulich auch gescheitert. Ich kann zwar jetzt das Prinzip der Konvektion theoretisch erklären, aber meine Heizung zum Laufen gebracht habe ich auch nicht. Mein Mann übrigens auch nicht. Äh, Genau, aber lustigerweise war aber bei uns dann 'n, Installateur im Nachbarhaus und der hat dann kurz gesagt, wo ich musste nur 'nen Schlauch woanders anstecken und das habe ich mich nicht getraut, da einfach 'n Schlauch woanders anzustecken. mhm, Genau, also es war dann verstehe. relativ schnell gelöst, ja, aber genau. Ja, also zu deiner Frage, ob es, 'ne Frage des Geldes oder eher, ein Gefühl der Kontrolle ist. Ich Ja, glaube, beides. Also, ich glaube, man muss sich als Eigenheimbesitzerin, Eigenheimbesitzer zwangsläufig mit Reparaturen auseinandersetzen. Man wird irgendwie 'n bisschen zum Hausmeister und zur Hausmeisterin. ja, Und gerade, sach und fachfremde Menschen, also wie ich zum Beispiel, die ihre Hände vornehmlich dazu gebrauchen, eine Tastatur zu bedienen, die stellt es durchaus vor Herausforderungen. Und ich weiß, also so war's bei uns eben. Also wenn früher in der Mietwohnung der Rollladen klemmte oder das Klo verstopft war oder der Wasserhahn tropfte, ja, dann habe ich halt die Hausverwaltung angerufen und die schickte dann jemanden, der sich kümmerte. Und heute hat man jetzt als Eigentümerin die Wahl, ja, entweder selbst einen Handwerker bestellen, der dann mit viel Glück 8 Wochen später zum ersten Beratungstermin aufkreuzt, oder sich eben so gewisse Fähigkeiten selbst anzueignen. ja. Ja, also ich glaube, es ist beides. Natürlich muss man irgendwie gucken, dass man so ein paar grundlegende Dinge selbst, reparieren kann oder in Schuss halten kann. Aber man beschäftigt sich ja dann auch thematisch mehr damit und dann ist es ja auch manchmal, wenn es denn da mal klappt, in den seltenen Ja. Fällen, doch auch ein Gefühl der Befriedigung, wenn man das jetzt selbst, repariert hat und nicht der Fachmann Das kommen stimmt, musste. ja. Also, wir haben ja richtig kernsaniert, auch ganz viel mit Mhm. Eigenleistung. Also, genau, das war das extremere Beispiel. Und ich als auch Büroarbeiter muss sagen, ich habe es geliebt, am Mhm. Abend ein Tagwerk zu haben. Mhm. Und das hat man ja, weil wenn man in großen Büros ist, wo man viel Mhm. Meetings hat und so, ist es ja auch nicht so, dass man jeden Abend sagen kann: „Wow, jetzt habe ich mal so richtig“, also, vielleicht als Journalistin noch eher, wo man dann so 'n Text Mhm. als, vollendetes Tagwerk hat. Aber in manchen Berufen ist man ja nur am Organisieren und da hat man jetzt nicht so viel Tagwerk. Und das fand ich das Schöne, dass man dann sagen konnte: „Cool, also diese Wand, die haben wir jetzt gestrichen Mhm. oder gemörtelt“ oder keine Ahnung. Und das ist so, da hat man so was erschaffen und das hat irgendwie auch glücklich gemacht, so, weil man dann auch noch immer noch das sieht. Also, es ist irgendwie auch nicht so vergänglich wie anderen Bereichen, wo man vielleicht im So geht Büro mir das arbeitet. übrigens bei der Gartenarbeit. Ich liebe es, Ja. meine Hände in die Erde zu graben, Ah weil ja, ich okay. sonst eben so selten meine Hände benutze. Übrigens auch 'ne ganz 'n ganz neuer Wesenszug. Ich hätte mich immer als die absolute Anti-Gärtnerin bezeichnet. Ich hatte auch nie so was wie 'n grünen Daumen. Im Gegenteil, in den Studentenzeiten haben meine Freundinnen schon immer sich lustig gemacht, dass alle Pflanzen bei mir eingegangen sind. Und Ja. jetzt habe ich tatsächlich, ja, ich weiß nicht, ob ich Freude sagen würde, aber doch als Ausgleich finde ich, ist es, ja, sehr schön,
nach so einem Tag nur am Schreibtisch, wenn man doch auch mal an der frischen Luft und mit seinen Händen und dann auch noch was machen kann, wo man sieht: „Oh, da hat sich jetzt aber was verändert." Ja, das stimmt. Mhm. Und da gehst du ja auch in deinem Artikel drauf ein mit dem Thema Gartenarbeit. Aber das sagst du eben auch, dass man sich eigentlich das erstmal erträumt als Ort der Ruhe und dass dann die Realität ein bisschen anders aussieht. Was was Ja, meinst du damit? also für viele sind ja und so war's bei mir auch, so, Gärten sind ja so Oasen der Sehnsucht, der Ruhe, der inneren Einkehr. Man stellt sich das so schön vor, wie man sozusagen zu sich selbst findet in seinem Garten. Buch Der lesend in Ja, der genau, Sonne mit Cappuccino. ganz genau, genau. Aber der Aufwand, den sie bedeuten, der wird dramatisch unterschätzt, würde ich sagen, Ja, ja. ja. Also, wie gesagt, vorher dominiert diese schöne Vorstellung der inneren Mhm, Einkehr, der Entspannung auf der Gartenliege. Aber sobald man sozusagen mit einem Grundstück auch die Verantwortung für Heckenschnitt und mhm. Beetpflege erbt oder Ja, übernimmt, ja, so was zumindest bei uns, zerplatzt irgendwie der Traum von der Ruhe, ja? Also, ja, statt sich auf der Liege, lang zu machen, buckelt man fortan im Beet, so habe ich das im, ja. Text beschrieben. Ähm, Weil ohne Mühe ist so ein blühender Staudengarten, ja, der auch noch abwechselnd blühen soll, idealerweise niemals zu erreichen. Also, ich will jetzt hier nicht den Eindruck erwecken, dass ich jetzt hier das Gärtnern perfektioniert habe. Im Gegenteil. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, es ist ständig irgendwas zu tun. Also, zu pflanzen, zu trimmen, zu schneiden, zu rechen, zu ernten. Und irgendwie diese Zeit, die ich mal wirklich im Garten entspanne, die Ist ist wirklich relativ sehr begrenzt. ja. Ja, und vor allem sitzt man vielleicht mal kurz da und denkt sich: „Ah, eigentlich müsste ich da hinten noch irgendwas Mhm. ausschneiden“ oder „Ah, das ist schon wieder verblüht, da muss ich schon wieder irgendwas machen.“ Also, Mhm. man kann gar nicht so das wegblenden, wie wenn man in 'nen anderen Garten geht, wenn's der eigene ist. Genau, geht mir Ja. das beim Unkraut. Also, ich muss muss sagen, ich bin selber, in 'nem Einfamilienhaus mit Garten aufgewachsen, musste sehr viel Gartenarbeit machen als Kind und Jugendlicher und habe es wirklich gehasst. Und ich habe mir eigentlich, immer geschworen, entweder habe ich selbst nie einen Garten oder ich lasse ihn so gezielt verwildern, ja? Also, so Ja. Stichwort Lazy Gardening ist ja auch so 'n bisschen en vogue. Ja, und dann, als wir dann selbst 'n Garten hatten, habe ich dann einen mir völlig unbekannten Ehrgeiz, bei dem, Kampf gegen das Unkraut entdeckt. Das Unkraut wurde wirklich zu meinem Endgegner. Und ich sah es halt plötzlich überall sprießen, ja, ob jetzt in den Fugen der Einfahrt, unterm Gebüsch, zwischen den Tulpen. Ja, und das war mir auch neu, dass man da nicht einfach sagt: „Ja gut, dann wächst da halt Löwenzahn", sondern dass man, wenn man einmal anfängt, es zu jäten, dass man's dann aber auch überall wieder sieht und somit, entsteht ein Teufelskreis, der eben verhindert, dass man im Garten wirklich entspannen kann. Ja, ja, stimmt. Und das ist, glaube ich, wirklich so, dass man das, nicht so wegblenden kann. Das ist ja Mhm. interessant. Die Frage ist nur, ist es dann quasi der Drang, weil man es irgendwie so schön haben will? Oder überfordert einen das, weil man einfach keine Ahnung hatte, dass das so viel Arbeit ist? Also, so war diese Naivität, weil viele wollen ja auch einen großen Garten Mhm. und da habe ich, glaube ich, eher das Gefühl, dass man auch einfach naiv ist, weil man gar Mhm. nicht weiß, was auf einen zukommt so. Ja, das glaube ich auch. Also, Ja, natürlich kann man sich den Garten, wir haben jetzt auch 'n recht pflegeleichten Garten. Jetzt kann man sich natürlich auch so einrichten, ohne jetzt viele Beete und so weiter, mit vielen Sträuchern und eben auch Rasen. Die Jungs wollen ja auch Fußball spielen. Aber trotzdem glaube ich, dass der Aufwand, den so 'n Garten bedeutet, wenn man ihn doch 'n bisschen pflegen und in Schuss halten will, dass der häufig eben total unterschätzt wird. Aber das Gute ist, für mich ist es eben zum Glück, sonst würde ich's auch nicht machen, nicht nur Pflicht und Belastung, sondern ja, es ist auch es macht auch Spaß. Also, man ja, so fängt 'ne dann plötzlich Meditation an, vielleicht auch. ja, es Ja. hat irgendwie so was, ja, Meditatives vielleicht sogar, ja, ist, glaube ich, ganz gut beschrieben. Ja, und man ist so 'n bisschen so im Einklang mit der Erde, hat man das Gefühl, man tut jetzt was, was Menschen schon seit Jahrtausenden gemacht haben, nämlich irgendwie irgendwas angepflanzt. Und wenn dann die Tulpenzwiebeln sprießen oder die gesäten Radieschen irgendwie tatsächlich mal was werden und nicht komplett von den Schnecken aufgefressen werden, dann ist man natürlich auch stolz. Und Ja, dann schmeckt so 'ne selbstgezogene Tomate natürlich noch mal ganz anders als die das aus'm stimmt. Supermarkt.
Ja, und das ist ja auch ein Tagwerk. Also vielleicht nicht am Tag, aber so ein Werk, das man quasi selber geschaffen hat. Und ich Ja. glaube schon, dass das in der heutigen Welt einfach nochmal eine ganz andere Qualität hat, wenn man eben selber was kreiert wo es arbeitsteilig so viele Dinge erschaffen werden, ist man ja nicht mehr selber am Kreieren und dann freut man sich, wenn man sowas, ob es jetzt im Garten ist oder ob es eine gepinselte Wand ist, dass man irgendwas erschaffen hat. So. Ja, absolut. Ja. Und ein Bereich noch, in den du reingegangen bist, ist das Thema Gespräche, dass sich die Gesprächsthemen mit den Nachbarn oder mit dem Freundeskreis auch komplett verändern. Welche Themen sind dir da so aufgefallen? Ja, also jetzt zum Beispiel ganz aktuell die Grundsteuerreform ist jetzt etwas, was ich wahrscheinlich, auch wenn es Mieter auch indirekt natürlich betrifft, aber ich hätte jetzt wahrscheinlich keinen Artikel, nicht mal in meiner eigenen Zeitung, zum Thema Grundsteuerreform gelesen, um mal ganz ehrlich zu sein. Und plötzlich interessiert man sich für sowas, Ja, scheinbar abwegig. Es ist natürlich nicht abwegig, weil es betrifft einen natürlich ganz direkt. Ja, und das merke ich halt, also wie gesagt, hier in unserer Eigenheimsiedlung, da grenzt ein Garten an den anderen und man unterhält sich eben über den Gartenzaun, so ganz klassisch, und dass sich da wirklich die Themen, verändern. Also, dass man da jetzt zum Beispiel wir haben zum Beispiel auch ein bisschen umgebaut und haben eine Gaube gebaut und dann noch so 'n kleines Gartenhüttchen und Fahrradhaus, und dann unterhält man sich plötzlich irgendwie über Vorschriften zum Bau einer Dachgaube oder die ja, Frage: „Ist denn jetzt ein Fahrradhaus ein Nebengebäude oder nicht?“ Ja, oder Mindestabstände zu Nachbargrundstücken und so. stimmt. Also, das Ja. klingt jetzt alles total spießig, aber weil es halt einen so unmittelbar betrifft und man muss natürlich auch diese Vorschriften einhalten, beschäftigt man sich mehr damit und, plötzlich, ja, gibt's halt solche Gespräche über Nachbarszaun und nicht nur irgendwie die jüngsten Bundesligaergebnisse oder der schon wieder zu trockene Sommer, sondern man wirft jetzt plötzlich auch so mit Gesetzeskürzel, ja, wie EEG oder GEG um sich und benutzt die so Ja. intuitiv wie Genau, die und die App, gehen mit auch der dann man richtig aufs Gespräch ein. Das ist jetzt ja, nicht nur, dass sie das dann so wahrnehmen, sondern: „Ne, ich habe da 'n Artikel gelesen, da sieht das ganz anders aus.“ genau, man hilft sich ja auch gegenseitig mit Tipps und, Ja, ja, und ich glaube, dahinter steckt einfach das, ja, gut, erforschte Phänomen, nämlich dass das Sein einfach das Bewusstsein prägt, ja? Und das, was einen so direkt betrifft und auch in der Umgebung betrifft, das wird dann auch wichtiger, ja? ja, ja, So. ja, Genau, stimmt. das ist, glaube ich, der Grund, warum sich, Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer oder überhaupt Eigenheimbesitzer manchmal mit, für den Mieter, etwas abseitigen und doch 'n bisschen speziellen Themen Ja, auseinandersetzen. das stimmt, auf alle Fälle. Ja, total spannend. Und jetzt kommt Werbung. Ganz egal, ob ihr jetzt schon eine Immobilie sanieren wollt oder erstmal den Markt beobachtet und noch weiter zur Miete bleibt, eine Sache könnt ihr wirklich sofort umsetzen und das ist der Wechsel zu echter Ökoenergie. Und das Coole daran ist, dass ihr auch wirklich Geld dabei sparen könnt. Ich habe nämlich letztens unsere Endabrechnung von Ökogas und Ökostrom vom letzten Jahr bekommen und wir konnten uns über eine ordentliche Rückzahlung von über 800 € freuen. Ja, und das lag vor allem an den günstigeren Preisen von unserem neuen Versorger, den ich euch echt ans Herz legen kann. Und das ist nämlich Polarstern. Polarstern ist nämlich ein echter Ökostromanbieter. Ihr bekommt dort immer 100% Ökoenergie, bei Strom genauso wie bei Gas. Und es gibt auch diverse Spezialtarife für PV-Anlagen, Wärmepumpe oder Elektroauto. Außerdem bietet Polarstern ganz spezielle Lösungen an, wie zum Beispiel die Kaskadenmessung. Und dabei unterstützt Polarstern die Energiewende pro verkaufter Kilowattstunde so stark wie kaum ein anderer. Und zudem sind sie auch noch zertifiziert durch das grüne Stromlabel und sie fördern den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland und weltweit in Entwicklungsländern wie in Kambodscha und Madagaskar. Wenn ihr euch jetzt denkt, oh Mann, ja, Stromversorger wechseln, das wollte ich auch noch unbedingt dieses Jahr machen, steht auf meiner To-Do-Liste schon ganz lange, dann sage ich jetzt angehen, denn ihr könnt sofort Energiekosten sparen, indem ihr zu einem echten Öko-Energieversorger wechselt. Ja, wenn euch das überzeugt hat, dann schaut doch gleich bei Polarstern vorbei und wer mit dem Code HOLYHOME zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 € auf die nächste Jahresabrechnung. Alle Infos und den Link findet ihr in den Shownotes.
Und der letzte Punkt, der mir in deinem Essay aufgefallen ist und wo ich wirklich lange drüber nachgedacht habe, ist, dass sich das Zuhause als sozialer Lebensmittelpunkt quasi ganz neu etabliert, anders als wenn man jetzt in der Mietswohnung ist. Und du hast das Konzept Homing da reingebracht. Was meinst du denn mit Homing, dass die Hörer wissen, was du damit Mhm. meinst? Also Homing beschreibt eine Lebensart, bei der das eigene Zuhause zu so einem Art sozialen Lebensmittelpunkt wird. Der Begriff ist nicht so neu, der wurde, glaube ich, Anfang der 2000er Jahre geprägt. Ähm, und er grenzt sich es gibt ja auch das, Cocooning, das ist schon ein bisschen älter, das ist vielleicht noch ein bisschen geläufiger als Begriff und davon grenzt er sich ab. Also, beim Cocooning geht es eher so um das es ist ja aus diesem Schmetterlingsraupen Kokon-Begriff entstanden, dass man sich sozusagen in so einen Kokon einspinnt und sich zu Hause so einigelt und sich auch abschottet und sich zu Hause sich so zurückzieht ins Soziale, aber auch so ein bisschen in die Einsamkeit und die Isolation. Und beim Homing, geht es auch um den Rückzug ins Private, aber soziale Kontakte werden weiter gepflegt, nur dass sie sich jetzt halt auf den häuslichen Bereich mehr verlagern. Ah Also, ja, dass man okay. jetzt zum Beispiel nicht mehr so viel, ja, zum Beispiel jetzt sich beim Italiener um die Ecke trifft, ja, wie das, wahrscheinlich in der Innenstadt häufiger mal der Fall ist. Erstens, weil es an jeder Ecke 'n Restaurant gibt, weil die Wohnungen vielleicht auch nicht so groß sind, dass man, 10 Leute zu sich nach Hause einlädt. Und im eigenen Haus, ist es schon so, dass man dann denkt: „Ach, ist doch auch gemütlich zu Hause. Man hat ja jetzt 'n größeren Esstisch, man hat mehr Platz. Also, außerdem gibt's vielleicht auch auf'm Land oder am Stadtrand jetzt nicht so viel Auswahl an tollen Bars und Restaurants, dann lädt man vielleicht eher so nach Hause ein. Total aufgefallen ist mir das also, wie gesagt, wir haben davor so in Nähe des Hirschgartens gewohnt und da war's dann so, wenn ich die Kinder vom Kindergarten abgeholt habe, ja, dann ist man halt zu entweder in den Park gegangen oder auf 'n Spielplatz und da waren dann alle anderen auch. Also, man hat sich überhaupt nie mal nachmittags verabreden müssen, weil alle waren entweder, ja, am Wasserspielplatz oder vor der Eisdiele oder da gab's so 'ne Drehscheibe, wo die Kinder immer auf so 'ner Drehscheibe waren und so. Und es war einfach so, das der also, man hat die Leute so zufällig und völlig regelmäßig draußen getroffen, ohne sich zu verabreden. Und jetzt hier, wo jeder oder viele sozusagen ihr eigenes Häuschen und ihren eigenen Garten haben, dann geht man erst mal nach Hause, dann kriegen die Kinder erst mal 'ne Brotzeit, dann spielt man auch eher im Garten, ja. Also, so Gärten sind ja auch ausgestattet heute, ja, mit Trampolin, Schaukel, Spielhaus, Kletterwand. Aufstellpool, ja, da braucht man eigentlich gar nicht mehr auf 'n Spielplatz gehen, aber es führt schon dazu, dass man halt da auch jetzt niemanden begegnet. Also, muss man sich schon eher dann verabreden und dann trifft man sich halt nicht vielleicht an der Eisdiele zufällig, sondern man lädt irgendwie zum Muffinessen auf der eigenen Terrasse ein. Ja, also so der Radius, würde ich sagen, verringert sich 'n bisschen und es findet mehr sozusagen zu Hause statt. Ja, und damit aber auch, glaube ich, dann ein engerer Kreis an Menschen, weil man lädt ja nicht oder man begegnet ja nicht so vielen Mhm. auch, die man einfach, sage ich mal, lose Bekannte, Mhm. sondern man lädt ja dann eher so die einem 'n bisschen näher stehen, dann auch Mhm. vielleicht zum Muffin-Essen Mhm. oder so ein. Ja, genau. Ja, ich fand das ganz interessant, auch im Zuge dessen, dass ich letztens so 'ne soziologische Studie gelesen habe, wo die erzählt haben, dass in der Nachkriegszeit das 'ne ganz bewusste Entscheidung war, dass eben diese Einfamilienhäuser im Speckgürtel gebaut werden, weil man irgendwie aus politisch motiviert kam ja auch quasi viel, sage ich mal, Unruhe aus diesen Mieterwohnungen und dass man das eben so Mhm. ein bisschen dass man das rauszieht, dass die Leute privat glücklich sind, sage ich mal, Mhm. und dann, dass so soziale Unruhen dann, gar nicht entstehen, dass man das versucht, eben auch durch die Wohnsituation so ein bisschen, Mhm. Mhm. zu verändern. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht: „Ja stimmt, also diese ganzen Speckgürtel, Einfamilienhäuser, die jetzt nicht richtig Land, Bauernhof sind, sage ich richtig dörflich, die sind wahrscheinlich auch wirklich erst so ja, schon in dieser Nachkriegszeit entstanden, weil Mhm. man, glaube ich, davor in dieser Industrialisierung hat man ja schon eher hochgebaut mit Mietwohnungen Genau. und nicht in diesen kleinen Einheiten. Das erinnert mich an ein Interview, das ich neulich mit einem Architekten von der TU München geführt habe und Mhm, der einen ziemlich radikalen Blick aufs Eigenheim hat. Er sagt nämlich, dass
das Einfamilienhaus wurde in der Nachkriegszeit zu so einer Art bundesdeutschen Wohnideologie. Also es wurde wirklich zum Wohnideal stilisiert. Und der Boom des Eigenheims war ein politisches Projekt. Also es wurde zum Beispiel unter Adenauer und späteren konservativen Kanzlern stark gefördert. Es gab ja das zweite Wohnungsbaugesetz von 1956, glaube ich. Und da wurde das Einfamilienhaus wirklich so zum obersten Ziel des sozialen Wohnungsbaus erklärt. Man wollte also, dass breite Kreise der Bevölkerung mit dem Grund und Boden verwurzelt und verbunden sind. Jetzt kann man sich fragen, ja, wieso? Und dahinter steckt ein ganz profanes Ziel. Man wollte nämlich zum einen die Tatkraft und den Sparwillen des Volkes anfeuern. Also wenn die Leute ihr eigenes Haus bauen, dann packen sie selbst an, ja, dann stecken sie selber irgendwie Aber Energie gerade und Kraft besprochen. rein. Genau. Und sie stecken natürlich auch privates Kapital rein. Und sie fangen vielleicht auch so schnell keinen Krieg mehr an, weil das Eigenheim bedeutet natürlich auch, wenn dir selber was gehört, kannst du es auch im Krieg verlieren oder es kann zerstört werden. Und gleichzeitig sollte das Einfamilienhaus noch ein eher konservatives Familienbild Mhm. prägen. Ja. Also somit wurde das Einfamilienhaus auch zu einem Instrument der Familienpolitik. Also es sollte ein heteronormatives, patriarchales Familienideal fördern und die Leute bewegen, mehr Kinder zu kriegen, weil sie natürlich in einem Einfamilienhaus mehr Platz haben als jetzt vielleicht in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja, und das lag einfach daran, dass nach dem Krieg eine große demografische Lücke geschlossen werden musste. Und das finde ich ganz interessant, dass man vor diesem Hintergrund eigentlich versteht, wieso das Einfamilienhaus oder überhaupt das Eigenheim noch immer so der Traum von Millionen ist, auch wenn man sagt, ja, eigentlich aus ökologischer, aus sozialer Sicht ist das Einfamilienhaus eigentlich auch schrecklich ineffizient, ja. Und wenn man sich mal anschaut, ich glaube, es gibt in Deutschland 16 Millionen Einfamilienhäuser, und die werden im Schnitt von 1,8 Menschen bewohnt. Also es gibt Millionen von Zimmern, die das ganze Jahr nicht betreten werden. Hunderttausende Geschosse, wo niemand jemals hingeht, außer vielleicht mal zum Staubsaugen. Und das ist natürlich irre, vor allem vor der Folie der Wohnungsnot, die wir Ja, haben und die sich ja ja. noch weiter verschärft. So, aber das erklärt vielleicht, wieso uns dieser Traum vom Eigenheim irgendwie ja auch so ein bisschen anerzogen worden ist. Mhm. Ja, das stimmt. Und dadurch aber auch ein gewisses Frauenbild. Das fand ich in dem Artikel Mhm. auch sehr spannend, dass ja das dann auch, wenn man dann da drin lebt, gewisse Sachen ja auch komplizierter werden, wie jetzt Kinder gehen direkt in die Schule, aber ein Mhm. Arbeitsplatz ist vielleicht länger entfernt. Also muss Mhm. der Partner muss quasi eigentlich in der Nähe vom Haus bleiben, weil sich sonst das einfach nicht fügt in die andere Lebenssituation. Und Mhm. somit muss einer beruflich zurücktreten, mehr Mhm. oder weniger. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant, dass das durch so Städtebaustrukturen auch Ja, so ein bisschen Lebensmodelle entstehen oder einfach ja, oder ja. so unweigerlich so ein bisschen beeinflusst Also werden. dieser zitierte Architekt, der war schon sehr provokant und ich folge ihm auch nicht in allen Thesen, aber er hat zum Beispiel dieses sehr radikale Zitat gebracht, dass das Einfamilienhaus eigentlich eine sexistische Wohnform sei. Und also so in den 50er, 60er Jahren, da gehe ich noch mit ihm mit. Also wenn man sich mal so die Grundrisse in den 50er und 60er Jahren anschaut, ja, da gab es das zentrale Arbeits- oder Herrenzimmer, wo dann vielleicht auch der Kamin stand. Das war so ein bisschen das Herz des Hauses und der Gatte konnte quasi von der Garage, wenn er von der Arbeit heimkam, direkt in dieses Herrenzimmer gehen, ohne am häuslichen Geschehen vorbeizukommen, ohne zu sehen, was da so im Haushalt alles zu tun war. Und, die Frau hingegen hatte kein eigenes Zimmer. Sie hatte eigentlich in der Regel eine kleine Küche, die auch gar nicht darauf ausgelegt war, dass man dort zu zweit gekocht hat. Also, es war einfach und dann gab's halt meistens noch diese kennen wir alle von den älteren Häusern, ähm, die Schiebetür, Diese dass man Durchreiche. ja, und die Durchreiche, dass man schön, die Klappe runter machen konnte, um den Lärm und das ganze, Gewusel in der Küche, vom Esszimmer aus nicht zu sehen. Das ist natürlich heute anders. Wir haben natürlich diese offenen Küchen. Ja, das stimmt. Natürlich sind wir meilenweit von den Geschlechterrollen entfernt damals, aber dieser besagte Architekt, Jan Engelke heißt der von der TU München, argumentiert halt genauso, dass auch heute noch, grade wenn jetzt das Einfamilienhaus eher auf'm Land ist, meistens in einer Siedlung steht, wo halt nur
Häuser sind. Also da gibt's kaum Infrastruktur, also da gibt's keine Läden, da gibt's keine Nahversorgung, da gibt's häufig auch einen sehr schlechten öffentlichen Nahverkehr. Also führt es dazu, dass man seine Kinder ständig in der Gegend rumfahren muss, ja? Ob die jetzt zum Fußballtraining gehen, zum Klavierunterricht, zu irgendwelchen Freunden und dass das halt eigentlich schon dazu führt, dass ein Elternteil meistens eben nur eingeschränkt arbeiten kann. Dazu kommt häufig noch eine nicht ganz optimale oder, sogar eine sehr mangelhafte Kinderbetreuung, grade in ländlichen Gegenden, wo die Kita dann vielleicht auch immer um 12 schließt oder vielleicht um 14 Uhr. Und dass dann halt doch ein Elternteil, und das ist halt meistens die Frau, die in der Regel ja auch, weniger verdient, dann einfach Teilzeit arbeitet oder vielleicht auch mal gar nicht arbeitet, um halt diese ganzen Care- und Familienarbeiten leisten zu können. Das ist so 'n bisschen seine Argumentation. Ja. Auf der anderen Seite hat sich ja durch die Möglichkeit des Homeoffice ja da auch wieder viel verändert, muss man Das sagen. Also stimmt. da, glaube ich, ist auch jetzt Richtung Frauen-Empowerment dann doch mehr passiert, weil man Ja. Möglichkeiten hat, beruflich auch weiterzumachen, ohne jetzt eben viel pendeln zu müssen und kann Ja. dann quasi das doch besser organisieren dann Das zusammen. stimmt, aber wir sehen ja auch grad wieder 'n Backlash, dass es Ja, grade das wieder die stimmt. Tendenz zum Ja, Return to Office gibt. ja, Und da, muss ich sagen, ich habe da auch viel drüber geschrieben, sind tatsächlich häufig wieder die Frauen, die darunter am meisten leiden, weil die dadurch natürlich ihre Vereinbarkeit jetzt nicht mehr so gut, ja, geregelt bekommen. ja, das stimmt. Ja, in deinem Essay beziehst du es ja, glaube ich, stark auf so, ich sage jetzt mal, Einfamilienhausgebiete. Meinst du, das betrifft eben auch, wenn man jetzt Richtung Eigentumswohnungen denkt? Oder ist das wirklich eher so das Thema Einfamilienhaus und da in so, wenn das dann so Gebiete sind, wo nur Einfamilienhäusern stehen, deine Mhm. Thesen? Also, wie gesagt, es ist ja jetzt auch 'n sehr subjektiv geprägter Text, der jetzt auch sehr sich aus Beobachtungen und eigenen Erfahrungen speist. Von daher würde ich jetzt sagen, sind diese Beobachtungen vor allem in der Einfamilienhaussiedlung zu beobachten, wobei ich auch vermuten würde, das kann ich jetzt aber nur vermuten, dass auch Menschen in Eigentumswohnungen ein Stück weit häuslicher werden und dass sie, wenn dir die Wohnung eben selbst gehört, in der du lebst, dann hältst du sie vielleicht noch ein bisschen besser in Schuss, dann baust du vielleicht doch noch ein bisschen um und gestaltest und, möchtest dir's dann noch ein bisschen schöner und gemütlicher machen, weil die Statistik zeigt auch, wer einmal in den eigenen 4 Wänden lebt, der zieht da auch so schnell nicht wieder aus. Also, einmal Eigenheim, immer Eigenheim, es sei denn, es verändert sich eine finanzielle Situation und so weiter, klar. Aber eigentlich ist der Mensch schon so, vor allem die Deutschen, dass wir nicht so oft umziehen. Ja, vor allem nicht, wenn wir im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung leben. Dann es gibt andere Länder, ja, die Amerikaner zum Beispiel, die sind ja viel mobiler in der Hinsicht, ja, die ziehen ja auch für den Job, ständig um und wir nehmen dann eher lange Pendelstrecken in Kauf, weil das einfach so dieses immer noch dieses Lebensziel ist. Man hat jetzt das eigene Häuschen oder die eigene Wohnung und die will man dann auch behalten und da will man sich's dann halt besonders schön machen. Ja, so als Wurzeln, die man quasi so auch Mhm, schlagen will, so mhm. irgendwo, ja. Das ist interessant. Ja, cool. Und dann wäre natürlich jetzt die Frage aller Fragen. Früher hat man ja so mit 20 auf genauso Menschen ein bisschen, sage ich mal, skeptisch geguckt, weil man die sich jetzt um Unkraut jäten und Grundsteuer kümmern und irgendwelche Heimwerkersachen machen. Und haben wir dann früher, da gab es auch so eine Sparkassenwerbung zum Thema Spießer sein. Und ist die Frage, wird man eigentlich zwangsweise, oder was heißt zwangsweise, oder rutscht man da so rein, so 'n bisschen spießiger zu werden mit Mhm. so 'nem Eigenheim? Ja, ich weiß nicht, ob ich's spießig bezeichnen würde. Also, ich finde ja, dass es hier in unserer, Einfamilienhaus oder Doppelhaussiedlung auch sehr, sehr lustig zugeht. Also, zum Beispiel, zum Thema noch mal Homing und dass sich so bisschen der soziale Lebensmittelpunkt, verlagert. Also, wir leben hier in 'ner Nachbarschaft, wo eigentlich jeder noch so geringe Anlass genutzt wird, um ein Fest zu feiern. Ah Also, ja, neulich okay. waren neulich waren mein Mann und ich, kein Witz, bei einer Carport-Einweihung eingeladen. Ähm Also, die Nachbarin hat einen neuen Carport bekommen und fand das einfach irgendwie feierwürdig und hat eingeladen zu 'nem total netten irgendwie
Abend unter diesem Carport mit Feuerschale und Glühwein und so, war wirklich sehr, sehr nett. Und hier werden auch alle Geburtstage gefeiert. Also es gibt auch überhaupt keine Begründung und auch es wird ja auch übel genommen, wenn du sagst, nee, ich mach jetzt nichts zu meinem Geburtstag, weil jeder hat ja eigentlich den Platz und so einen großen Aufwand bedeutet es gar nicht, weil jeder bringt ein bisschen was mit und da erwartet jetzt auch keiner, dass er da groß bekocht wird. Also es ist schon irgendwie würde sagen, der soziale Zusammenhalt ist sehr stark und auch die Geselligkeit. Ja, es stimmt schon, auf was du jetzt anspielst, ist Ja, ja, natürlich, dass man als Hausbesitzer natürlich schon Lasten und Pflichten hat, ja. ja. Also allein, dass man im Winter irgendwie früh raus muss und Schnee schippen muss, dass man den Garten oder zumindest den Rasen mähen muss, dass man sich um die Dachsanierung kümmert. Also man hat schon irgendwie so immer irgendwas zu tun, ja. Und Ja. das kann man vielleicht auch ein bisschen einengend sehen oder vielleicht ein bisschen zwanghaft und trotz Platzgewinn vielleicht denkt man, ist doch irgendwie unfrei so ein Leben. Aber ich habe es vorher schon angedeutet, was ich beobachte, und das zeigt eben auch die Statistik, sobald Eigenheimbesitzer erstmal in den eigenen vier Wänden leben, können sie sich eigentlich meist nicht mehr vorstellen, sie wieder zu verlassen. Weil natürlich mit dem Eigenheim schon auch gewisse Vorteile einhergehen. Also Platzgewinn, Freiheitsgewinn, auch die Gewissheit zu haben, nicht irgendwann vom Eigentümer einer Mietwohnung vor die Tür gesetzt werden zu können. Auch etwas zu besitzen, das bleibt, Stichwort Altersvorsorge. Das sind natürlich alles Dinge, die ja zufrieden machen. Und ich glaube, auch da gibt es Studien, dass Eigenheimbesitzerinnen und Eigenheimbesitzer in der Regel zumindest mit ihrer Wohnsituation zufriedener sind. Ja, da hatte ich auch letztens einen Professor interviewt, der genau diese so Glücksstudien zum Thema Eigenheim gemacht hat Den und Herrn kann das bestätigen. Raffelhüschen, gell? Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Ja, spannend. Ja, und vor allem, also beim Thema Spießer habe ich nämlich auch noch mal überlegt, im ersten Moment kann man das wirklich denken, aber Spießer verbinde ich auch eher mit so einer Intoleranz, wenn es eben andere nicht so perfekt machen wie man selbst. Ja, und das, glaube ich, ist ja dann wirklich eher Typsache und sehe ich jetzt zum Beispiel nicht als Phänomen, was man automatisch, dass man jetzt intoleranter wird, nur weil man jetzt ein Eigenheim hat. Ich glaube, das ist dann schon eher 'ne Persönlichkeitsmerkmal an sich. Ja. Ja, und die größten Spießer habe ich eigentlich in einem Mietshaus erlebt. Die Geschichte kann ich kurz erzählen. Ich habe in Stuttgart studiert, sozusagen schwäbisches Herzland. Und da gibt's natürlich auch noch die Kehrwoche und so. Also das war alles Teil des Deals. Und waren lauter Mieter in diesem Mietshaus und ich als Studentin mit einer Freundin da in so einer kleinen Wohnung gewohnt. Und eines Morgens kam ich glaube, am Abend davor war ich auf irgendeiner Studentenparty, also so ein bisschen derangiert aus dem Haus und wurde dann von meinen Nachbarn, also dem Mieter, im Erdgeschoss abgefangen. Und der zog mich dann so zur Biotonne, klappte die auf und sagte dann, ich rede jetzt Schwäbisch, ich komme ja auch aus Schwaben: „Frau Bund, haben Sie Ananas gegessen?" Und da lagen dann die offenen Ananasschalen drin und er hat dann beklagt, dass man die nicht in Zeitungspapier eingewickelt hat, weil wenn man den offenen Biomüll in die Tonne schmeißt, dann wird ja die Tonne auch dreckig. Die Ach wurde so. natürlich auch dort ausgespritzt jede Woche. So, also auf jeden Fall, der war so spießig und pedantisch, dass er wirklich den Müll kontrolliert hat und Leute angesprochen hat, ob sie irgendwie offenen Biomüll reinwerfen. Also von daher, da würde ich, glaube ich, ist es wahrscheinlich wirklich Typsache. Ja, genau, das glaube ich eben auch. Super, also das war jetzt wirklich ein schönes Gespräch und ich glaube, dass man natürlich so ein bisschen die Persönlichkeit verändert, aber dass es ja auch unterschiedlich ist, in welche Wohnsituation man reingeht. Also, ob man jetzt wirklich in so ein Reihenhausgebiet geht, da glaube ich, verändert sich das so, wie du das eben auch ganz gut beschrieben hast. Aber wenn man jetzt 'ne Eigentumswohnung in der Innenstadt sich zulegt, ja, verändern sich vielleicht so da andere Facetten, die man vielleicht jetzt so gar nicht noch so weiß, genau. Zum Abschluss wollte ich dich fragen, ob du vielleicht noch irgendwie so ein, 2 Gedanken hast, die du vielleicht den Hörern noch mitgeben willst, wenn sie jetzt gerade so überlegen: „Soll ich mir was kaufen, soll ich nicht?“ Wie würdest du da so auf die Sache schauen? Welchen Rat würdest du so geben? Also ich glaube, man muss wirklich schauen, ob man der Typ ist, der am Samstag gerne Rasen mäht oder in der Früh als erstes Schnee schippt und der sich auch so ein bisschen das heißt ja nicht umsonst Eigentum verpflichtet. Es ist schon auch eine Verpflichtung
Und gerade wenn man in eine Bestandsimmobilie zieht, ja, es ständig steht irgendwas an, ja, jetzt ist unsere Hebelpumpe im Keller kaputt gegangen, ja. Natürlich macht es keinen Spaß, sich darum zu kümmern, aber also wenn man jetzt jemand ist, der total Wert auf Freiheit, Unabhängigkeit legt, der auch gerne einfach mal für ein paar Monate die Zelte abbricht und eine Weltreise macht oder woanders lebt, der lebt natürlich mit einer Mietwohnung, die jetzt auch nicht so 'n Ballast und so 'ne Verpflichtung bedeutet, irgendwie freier, ja, keine Frage. Ähm, für den ist wahrscheinlich das Eigenheim eher nichts. Ja. Ähm, aber wer sich's vorstellen kann, doch 'n bisschen sesshafter zu werden, vielleicht auch auf der Suche ist nach 'ner Nachbarschaft, die so 'n bisschen, also kann man jetzt auch nicht pauschalisieren, aber bei uns war's zum Beispiel so, als wir in der Stadt gewohnt haben, wir haben da total super zentral gewohnt, alles war fußläufig erreichbar, aber in unserem Haus war so eine Fluktuation, dass wir eigentlich irgendwann gar nicht mehr uns die Mühe gemacht haben, die Mieterinnen und Mieter kennenzulernen. Am Anfang haben wir uns noch schön mit Muffin vorgestellt, die haben uns angeschaut: „Was macht ihr denn da?“ Weil da waren sehr viele Expats zum Beispiel. Es war ein Kommen und Gehen und das ist natürlich auch nicht gilt natürlich nicht für alle städtischen Gebiete. Ja, es gibt ja auch ganz, ganz tolle Nachbarschaften und, Wohngemeinschaften auch in der Innenstadt so. Also, man kann es nicht pauschalisieren, aber ich glaube, man muss sich schon fragen: „Bin ich der Typ, der auch sich vielleicht so 'n bisschen in Richtung Häuslichkeit, Sesshaftigkeit verändern kann?“ Dann ist wahrscheinlich das Eigenheim das Mhm. Richtige. Ja. Und für die, die einfach gerne am liebsten nur mit einem Koffer Gepäck um die Welt reisen, ja, und, gerne auch den Wohnort wechseln, für den ist es wahrscheinlich eher nichts, ja. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und natürlich muss man auch sagen, es klingt jetzt so, als wäre das so 'ne Entscheidung: „Ja, mache ich das, beides gut.“ Es ist natürlich vor allem in einer Stadt wie München auch eine finanzielle Frage, ja. Ja, Also, wenn das man sich stimmt. die Mietpreise anschaut und auch die Kaufpreise, auch wenn's jetzt zuletzt 'n bisschen gesunken sind, es ist ja eine irre Preisspirale, die einfach eigentlich nur eine Richtung kennt, nämlich nach oben. Und da muss man sich schon auch überlegen, ob man sich diese Schuldenlast auch aufbürden will. Und dann wäre es vielleicht sogar für manche besser, dann weiter rauszuziehen, anstatt so jetzt so einfach einen Wahnsinnskredit aufzunehmen, den man vielleicht im Leben gar nicht mehr abbezahlen kann. Genau, und wo es eben auch so eine langfristige finanzielle Verantwortung ist, wo man weiß: „Okay, Genau, die nächsten 30 Jahre muss ich noch dieses Gehalt erzielen, damit ich eben das genau. alles noch Ja, einigermaßen abstottern kann.“ es erzeugt auch 'n gewissen Erwerbsdruck, ja, wenn man Ja, einfach diesen Kredit hat, wo man weiß, man muss da monatlich diese Rate aufbringen. Klar, Mietwohnungen sind auch teuer, aber man muss es schon gut durchrechnen. Also, es ist, ja, man muss sich langfristig, damit ja. auseinandersetzen. Gerd Kommer nennt es auch Zwangssparen, Mhm, dass man eben in so 'n Zwangssparen reinkommt und deshalb ist es dann am Ende so, der hat ja mal so 'ne Vergleich gemacht, kaufen oder mieten. Würden die Mieter genauso viel zwangssparen wie die Eigentümer, wären sie eigentlich sogar vermögender, weil ETFs sogar von der Rendite her noch besser sind. Aber man hat diesen Zwang nicht. Und mhm, deshalb hat man diese hohen Sparraten gar nicht. Aber durch mhm, diese Raten und diesen Druck, man will das ja auch nicht verlieren, dieses Eigenheim. mhm, Deshalb kommt man in diesen Erwerbszwang so ein bisschen rein mhm. und macht dieses Zwangssparen. Und am Ende ist man zwar vermögender, aber man hat vielleicht so ein bisschen mehr Stress Mhm. Manche in der sagen ja Zeit. auch, also, da gibt's ja auch verschiedene Berechnungen, die sagen, Ja, am schlauesten ist es ja eigentlich selber zur Miete zu wohnen und dann noch so 'ne Eigentumswohnung ja. als, Kapitalanlage zu haben und die zu vermieten. Also, ich glaube, das muss man einfach irgendwie für sich durchrechnen. Da gibt's wahrscheinlich auch keine pauschale Antwort drauf. Ja, das stimmt, auf alle Fälle. Super, ich fand das ein total schönes Gespräch, Kerstin. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich denke, das hat den einen oder anderen wirklich noch mal so 'ne ganz andere Facette, eine persönliche Facette eben auch aufgezeigt, weil sonst ist es ja schon sehr rational von den Themen, wenn man sich mit dem Thema Eigenheim beschäftigt, dann geht es mehr um Kredite und keine Ahnung und eben diese ganzen Grundsteuerthemen und so. Aber dass das ja auch auf die Persönlichkeiten Auswirkungen hat, auf seinen Lebensstil und wie man lebt, aber eben auch, wie man sich vielleicht auch verändert in der Zeit. Den Aspekt fand ich eben total schön, weil das eben ja auch zum Nachdenken anregt. Will ich mich dahin entwickeln und lasse ich das zu? Finde ich das schön? Möchte ich das? Fand ich eben richtig gut. Ich beschreibe das in meinem Essay, glaube ich, ganz am Anfang, dass eigentlich der eigentlich lebensverändernde Faktor beim Kauf einer Immobilie
nicht der Kaufpreis ist, nicht das Baujahr, nicht einmal die Lage, sondern am Ende eigentlich der entscheidende Faktor ist der Mensch. Und das ist der am meisten unterschätzte und der, über den man sich am allerwenigsten Gedanken macht. Ja, das stimmt. Und deshalb fand ich das jetzt richtig schön, dass wir darüber gesprochen haben. Super. Also vielen Dank und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Danke, Anna. Vielen Dank. War mir ein Vergnügen. Sodala, das war das Interview mit der Journalistin Kerstin Bund. Ich fand das Gespräch so richtig schön und auch sehr witzig, weil sie eben nochmal so unterschiedliche Facetten ans Tageslicht gebracht hat, die eben so ein Leben im Eigenheim so mit sich bringen. Und ich hoffe, euch hat dieses Gespräch auch so gut gefallen. Ja, wie geht's hier beim Podcast weiter? Nächste Folge geht's weiter mit der Staffel Bestandsimmobilien und ich habe den Gutachter Oliver Preikschat zu Gast, der uns nämlich erklärt, wann wir als Privatpersonen einen Gutachter wirklich brauchen. Und wir gehen darauf ein, welche Häusertypen oft mit sehr vielen Sanierungen verbunden sind und wie ein Laie manche Dinge auch selber erkennen kann. Ja, wenn ihr jetzt Freunde und Bekannte habt, die auch überlegen, ein Eigenheim zu kaufen, ja, und die diese Folge vielleicht für sie inspirierend sein könnte, dann teilt doch unbedingt diese Folge mit ihnen. Also, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.